Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für One-Pot-Spätzle mit Käse und Zwiebeln. Dafür als erstes 2 bis 3 Zwiebeln abziehen, anschließend grob hacken bzw. in Streifen schneiden und dann eine große Pfanne oder einen Topf mit einem Stück Butter sowie einem guten Schuss Öl erhitzen, die Zwiebeln in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze für 4 bis 5 Minuten unter gelegentlichem Wenden anschwitzen. Wenn das erledigt ist, kommen auch schon die restlichen Zutaten in die Pfanne. 500 Gramm ungekochte Spätzlenudeln, außerdem 25 Gramm Röstzwiebeln, dann 1 Liter Wasser dazu gießen, außerdem 200 Milliliter Sahne und zum Schluss noch 2 Teelöffel Salz dazugeben. Das Ganze danach einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können, zum Kochen bringen und dann mit geschlossenem Deckel für 10 bis 12 Minuten bei niedriger Hitze ganz langsam köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, die Spätzlepasta einmal durchrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Spätzle gar sind und die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Dann sind wir im Prinzip auch schon wieder fertig. Jetzt noch etwas frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Salz sollte eigentlich passen. Außerdem 200 Gramm geriebenen Käse, Bergkäse, Gouda, Emmentaler oder eine Käsemischung. Das, was euch am besten schmeckt. Alles ein letztes Mal gut umrühren, bis der Käse geschmolzen ist. Die Pfanne anschließend vom Herd ziehen. Die Käsespätzle mit etwas fein gehackten Schnittlauchröllchen garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.